Das mittlerweile 23 Jahre alte Age of Empires 2 ist einfach nicht totzukriegen. So wird das Spiel, welches im RTS-Bereich immer noch zum allerbesten gehört, ständig mit neuem Content versorgt. Der nun anstehende DLC ist aber etwas Besonderes. Integriert er doch mal eben Age of Empires 1 in den zweiten Teil, weshalb wir hier unbedingt mal genau draufschauen müssen. There are those among us who still believe in Rome. Ohne viel Tamtam bringt Microsoft alle Inhalte aus Age of Empires 1 in Form eines neuen DLCs in die Definitive Edition von Age of Empires 2. Was zunächst verrückt klingt, macht spielerisch aber durchaus Sinn, denn der erste Teil der Serie ist im Gegensatz zu Age 2 deutlich gealtert und kann das auch nicht durch seine eigene Definitive Edition verbergen. Trotz der Modernisierungsmaßnahmen blieb die Definitive Edition von Age of Empires 1 im Kern ein altes Spiel, welches im Vergleich zu seinem Nachfolger diverse Komfortfunktionen vermissen ließ. Vor allem die KI, die Wegfindung und auch die Benutzeroberfläche ließen das deutlich erkennen. So kommen Age 1-Spieler nun auch in den Genuss, neben dem gerade erwähnten, von Dingen wie Toren, Handelskarren oder Truppenformationen, die die Übersicht in Massenschlachten vereinfachen. Der als Return to Rome getaufte DLC fügt alle 16 Zivilisationen des Originals sowie mit den Lac Viet, also dem heutigen Nordvietnam, ein neues Volk ein. Dazu kommen 3 nagelneue Kampagnen. Da hätten wir zum einen König Sargon Akkad, der in Mesopotamien um 2200 v. Chr. regiert hat, dem ungefähr heutigen Irak, Iran und Syrien. Weiter geht's mit dem antiken griechischen König Pyrrhos I., der um das Erbe von Alexander des Großen kämpft, sowie den römischen Kaiser Trajan, der das römische Reich aus einer Krise führen muss. Ob aber auch die originalen Kampagnen portiert werden, ist unklar und wird auch an keiner Stelle erwähnt. Obendrauf gibt es aber mit dem D3-Spielmodus eine neue Spielvariante. Hier wird bis zum Bronzezeitalter mit nur einer einzigen Einheit gespielt, während Türme und Mauern untersagt sind, um sich im späteren Spielverlauf nicht einfach einbunkern zu können. Anders als frühere DLC wird sich Return to Rome aber etwas vom Hauptspiel abkapseln, obwohl er weiterhin das Hauptspiel, also die Definitive Edition von Age of Empires 2 benötigt. So können also die Antike und das Mittelalter nicht miteinander vermischt werden. Eine Ausnahme gibt's aber, die neuen Römer können sowohl im DLC als auch im Hauptspiel, sprich überall verwendet werden, was aber wiederum nicht für Ranglistenspiele gilt. DLC Return to Rome erscheint am 16. Mai für PC und Xbox und kostet 15 €. Wer vorbestellt, erhält das gute Stück für 12,74 € und wer die Definitive Edition von Age of Empires 1 besitzt, zahlt sogar nur 10,57 €. Wird mal wieder Zeit für eine Runde Age of Empires, oder was meint ihr? Ab in die Kommentare damit. Und sobald es weitere News zu unter anderem der Definitive Edition zu Age of Mythology gibt, erfahrt ihr es natürlich wie gewohnt hier in eurer Zocker-Lounge. When Rome calls, I must go.